Hallo und herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass du heute wieder dabei bist. Hallo auch von mir. Ja, schön, dass du hier bist, um mit uns Deutsch zu lernen. Heute ist Tag 36 unserer gemeinsamen Lernreise. Wir lernen ja jeden Tag 15 neue Wörter, Schritt für Schritt. Das ist wirklich großartig. Und toll, dass du schon so lange durchhältst. Bis Tag 60 bleiben wir ja auf Niveau A2. Das ist eine gute Basis. Und danach gehen wir gemeinsam auf das nächste Level, B1. Wir freuen uns schon darauf, diesen nächsten Schritt mit dir zu gehen. Bevor wir richtig starten, haben wir noch einen kurzen Hinweis für dich. Du kannst ja auch die Shadowing-Technik benutzen, um noch besser zu lernen. Was heißt das genau? Ganz einfach. Wiederhole die Sätze laut nach uns. Sprich uns nach. Wiederholung hilft wirklich sehr beim Lernen. Ja, probier es mal aus. Genau. So prägen sich die Wörter und Sätze einfach besser ein. Also, unser Thema für heute ist Grundwortschatz Lebensmittel. Ein super wichtiges Thema, oder? Speziell für Deutschlernende auf Niveau A2. Absolut. Essen und Trinken brauchen wir jeden Tag. Wir helfen dir heute, 15 wichtige Wörter aus diesem Bereich zu verstehen und dann auch selbst anzuwenden. Und damit das Ganze nicht nur Theorie bleibt, wenn wir alle 15 Wörter richtig gut und klar erklärt haben, erzählen wir dir am Ende wie immer eine kurze Alltagsgeschichte. Stimmt. In dieser Geschichte kommen dann alle neuen Wörter vor. So siehst du, wie die Wörter im Zusammenhang funktionieren. Bleib also unbedingt bis zum Ende dabei, damit du alles verstehst und gut lernen kannst. Perfekt. Dann lass uns anfangen. Womit starten wir? Vielleicht mit etwas ganz, ganz Grundlegendem. Das Brot. Das Brot, Bread. Ah, Brot. Das kennen sicher alle. In Deutschland essen wir unglaublich viel Brot, oder? Zu fast jeder Tageszeit. Ja, das stimmt, absolut. Morgens zum Frühstück, oft auch abends als Abendbrot. Ein ganz einfacher Satz wäre, ich esse gern Brot mit Käse. Oh ja, Brot mit Käse oder Wurst, das ist ein Klassiker hier. Oder auch mal süß zum Frühstück. Was passt denn gut zum Frühstücksbrot oder vielleicht ins Müsli? Klar, die Milch. Die Milk. Richtig. Viele Menschen trinken Milch pur oder im Kaffee oder brauchen sie fürs Müsli oder zum Kochen und Backen. Milch ist sehr vielseitig. Das stimmt. Ein typischer Satz, den man oft hört, ist, Kinder sollten Milch trinken. Das sagt man halt, weil sie als gesund gilt. Oder ganz praktisch im Alltag, ich brauche Milch für meinen Kaffee. Ohne Milch im Kaffee können ja viele morgens gar nicht starten. Das glaube ich. Milch finden wir also meistens im Kühlschrank. So, vom Frühstück vielleicht zum Mittag- oder Abendessen. Was kommt da oft auf den Tisch? Zum Beispiel Viele das Fleisch. das Fleisch, Meat. Genau. Für viele Leute ist Fleisch ein wichtiger Bestandteil einer warmen Mahlzeit. Obwohl, klar, nicht jeder Fleisch isst. Das ist ein wichtiger Punkt. Aber für die, die es mögen, wäre ein Beispiel. Am Sonntag essen wir Oschfleisch. Das ist in manchen Familien so Tradition. Oder wenn man über seine Vorlieben spricht, ich mag Hähnchenfleisch lieber als Schweinefleisch. Man kann also auch genauer sagen, welches Fleisch man meint. Gut zu wissen. Aber du hast es gesagt, nicht jeder isst Fleisch. Was ist denn eine gesunde Alternative oder Ergänzung? Natürlich, das Gemüse. Das Gemüse, Vegetables. Ja, unbedingt. Gemüse ist bunt, lecker und sehr, sehr gesund. Es gibt ja so viele Sorten. Karotten, Tomaten, Gurken, Paprika, Brokkoli. Die Liste ist lang. Gemüse sollte man wirklich oft essen. Ein guter Vorsatz ist, wir essen jeden Tag Gemüse. Das wäre ideal für eine gesunde Ernährung. Und was gehört neben Gemüse auch zu einer gesunden Ernährung? Oft was Süßes aus der Natur. Das Obst. Das Obst. Fruit. Ah ja, Obst. Äpfel, Bananen, Orangen, Erdbeeren. Das ist nicht nur gesund, sondern meistens auch richtig lecker. Stimmt. Obst ist super als Snack zwischendurch oder im Müsli oder als Nachtisch. Ein einfacher Satz dazu. Obst ist süß und gesund. Oder auch ganz konkret. Ich esse gern einen Apfel nach dem Mittagessen. Ist ja auch eine gute Gewohnheit. So, jetzt haben wir schon einige Lebensmittel kennengelernt. Brot, Milch, Fleisch, Gemüse, Obst. Was machen wir mit diesen Dingen? Die Hauptsache ist, wir essen sie. Essen? To eat. Und das Perfekt dazu ist, hat gegessen. Ein absolut fundamentales Verb, das wir jeden Tag
unzählige Male brauchen. Oh ja. Denk nur mal an die Frage, was möchtest du heute Abend essen? Das fragt man doch ständig, oder? Ja, klar. Oder man erzählt, was man hatte. Wir haben gestern Pizza gegessen. Imperfekt, weil es gestern war. Lecker, Pizza. Essen ist wichtig, aber mindestens genauso wichtig ist das Trinken. Was machen wir, wenn wir Durst haben? War klar, wir trinken. Trinken, to drink. Das Perfekt ist, hat getrunken. Auch ein Verb, das wir ständig benutzen. Man muss ja genug trinken, stimmt's? Genau, das ist sehr wichtig für den Körper. Zum Beispiel, ich trinke gern Wasser. Wasser ist ja eigentlich das beste Getränk. Das stimmt. Oder eine Frage, die man oft hört. Vielleicht von der Mutter oder vom Arzt. Hast du heute schon genug getrunken? Sehr fürsorglich. Okay, wir haben also Lebensmittel, wir essen und trinken, aber bevor wir etwas essen können, müssen wir es oft zubereiten. Wir müssen es Kochen. kochen. To cook. Perfekt. Hat gekocht. Das bedeutet, Essen warm zu machen, zuzubereiten. Manche lieben es ja, manche finden es eher anstrengend. Das kommt wohl drauf an, was man kocht, denke ich. Ein einfacher Satz: Ich koche heute Abend Nudeln. Das geht meistens schnell und einfach. Stimmt. Oder wenn man von früher erzählt. Meine Mutter hat früher die beste Suppe gekocht. Das ist eine schöne Erinnerung. Oft im Perfekt dann. Ja, das kenne ich auch. Aber bevor wir kochen können, brauchen wir ja die Zutaten. Das Gemüse, das Fleisch, die Nudeln. Wo bekommen wir die her? Wir müssen sie kaufen. Kaufen. To buy. Perfekt. Hat gekauft. Das machen wir normalerweise im Supermarkt, auf dem Wochenmarkt oder in anderen Geschäften. Einkaufen gehört halt zum Alltag. Ja, auf dem Markt ist es oft besonders frisch. Das bringt uns direkt zum nächsten Verb. Wenn wir zum Beispiel Gemüse gekauft haben, was müssen wir oft damit machen, bevor wir es kochen? Wir müssen es... Schneiden. Genau. Schneiden. To cut. Perfekt. Hat geschnitten. Das heißt, etwas mit einem Messer in kleinere Stücke teilen. Richtig. Man braucht dafür meistens ein Messer und ein Schneidebrett. Eine typische Bitte in der Küche ist, kannst du bitte das Gemüse schneiden? Genau. Aber Vorsicht ist geboten. Manchmal passiert ja ein kleiner Unfall. Achtung, ich habe mich geschnitten. Aua! Also immer gut aufpassen beim Schneiden. Oh ja, das kann wehtun. Okay, wir haben jetzt Nomen für Lebensmittel und wichtige Verben wie essen, trinken, kochen, kaufen, schneiden. Jetzt brauchen wir noch Wörter, um Essen zu beschreiben. Wie nennen wir Essen, das uns richtig gut schmeckt? Es ist lecker. Lecker. Tasty. Delicious. Ach, mein Lieblingswort, wenn es ums Essen geht. Wenn etwas gut schmeckt, dann ist es einfach lecker. Das Wort hört man wirklich oft. Zum Beispiel, der Kuchen, den du gebacken hast, ist sehr lecker. Ist doch ein schönes Kompliment. Oder einfach als Ausruf, wenn man etwas probiert. Lecker. Das sagt doch alles, oder? Absolut. Lecker ist toll, aber Essen sollte idealerweise nicht nur lecker sein, sondern auch Gesund. gesund, healthy. Das bedeutet, es ist gut für unseren Körper, gibt uns Energie und wichtige Nährstoffe. Genau. Das Gegenteil wäre ungesund. Ein einfacher Satz ist, Obst und Gemüse sind gesund. Das lernen wir ja schon als Kinder. Stimmt. Oder allgemeiner formuliert, eine gesunde Ernährung ist wichtig für das Wohlbefinden. Das hört man auch oft. Definitiv. Und wenn wir gesundes Obst und Gemüse kaufen, dann möchten wir, dass es nicht alt oder, matschig ist, sondern am besten frisch. Frisch, fresh. Das bedeutet, es ist neu, gerade erst geerntet oder hergestellt und hat die beste Qualität. Genau. Frische Lebensmittel schmecken meistens besser und haben mehr Vitamine. Zum Beispiel, das Brot kommt direkt aus dem Ofen, es ist noch ganz frisch. Frisches Brot riecht so gut. Oder wie du vorhin sagtest, ich kaufe gern frisches Gemüse auf dem Markt. Da findet man oft die frischesten Sachen. Das stimmt oft. So, wir hatten gesund. Manchmal ist Essen zwar lecker, aber eben nicht so gesund, weil vielleicht viel Fett drin ist. Dann ist es fettig. Fettig, fatty, greasy. Ja, das beschreibt Essen mit viel Fett oder Öl. Denkt man an Pommes frites oder Chips oder manche gebratenen Sachen. Ein bisschen Fett brauchen wir ja, aber zu viel davon ist meistens nicht so gesund. Manchmal sagt man nach dem Essen, das Essen war mir zu fettig. Dann fühlt man sich vielleicht etwas schwer im Magen. Das Gefühl kenne ich. Kommt halt auf die Menge an. Ein anderer Geschmack, der wichtig ist, aber auch schnell zu viel sein kann, ist salzig. Salzig, salty. Das bedeutet, es schmeckt nach Salz. Salz brauchen wir, aber wie beim Fett gilt, nicht zu viel davon.
Richtig. Wenn der Koch zum Beispiel zu viel Salz benutzt hat, sagt man vielleicht, die Suppe ist leider zu salzig. Dann kann man sie kaum essen. Das stimmt. Aber manchmal soll etwas salzig sein. Zum Beispiel, ich mag salzige Brezeln sehr gern. Da gehört das Salz einfach dazu. Genau, auf eine Breze gehören Salzkörner. Super, das waren unsere 15 Wörter für heute. Eine gute Mischung, finde ich. Ja, Nomen, Verben und Adjektive. Alles dabei, was man so braucht, um über Essen und Trinken zu sprechen. Das war jetzt eine ganze Menge Input. Ja? Kurze Pause hier. Wenn dir dieses Video gefällt und du weiter mit uns lernen möchtest, dann wäre es super, wenn du unseren Kanal abonnierst. Und gib uns doch einen Daumen nach oben, wenn dir die Erklärungen geholfen haben. Das hilft uns sehr und zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind. So, weiter geht's. Okay, super. Jetzt haben wir alle 15 Wörter gelernt und besprochen. Brot, Milch, Fleisch, Gemüse, Obst, Essen, Trinken, Kochen, Kaufen, Schneiden, lecker, gesund, frisch, fettig und salzig. Puh. Um das Ganze noch besser zu verankern, hören wir uns jetzt eine kurze Geschichte an. In dieser Geschichte kommen all diese Wörter vor. Pass gut auf und versuche mal, die Wörter wieder zu erkennen. Genau, hört gut zu. Gestern Abend hatte ich richtig Lust, etwas Leckeres selbst zu kochen. Ich wollte nicht wieder nur schnell etwas aufwärmen, weißt du? Also bin ich nach der Arbeit zuerst in den Supermarkt gegangen. Dort wollte ich die Zutaten kaufen. Ich brauchte auf jeden Fall frisches Gemüse. Ich habe dann Paprika, Zucchini und ein paar Tomaten gefunden. Die sahen echt gut aus. Dann habe ich noch ein wenig Obst für später mitgenommen, ein paar Äpfel und Bananen. Und weil es fast leer war, habe ich auch noch Brot für das Frühstück und neue Milch für meinen Kaffee gekauft. Zu Hause habe ich dann alles ausgepackt. Als erstes habe ich das Gemüse gründlich gewaschen. Das ist ja wichtig. Und danach kam die Arbeit. Ich musste alles schneiden. Ja, das neue Schneiden dauert manchmal ein bisschen. Ich habe die Paprika und die Zucchini in kleine Würfel geschnitten. Die Tomaten habe ich geviertelt. Danach habe ich ein kleines Stück Fleisch, es war Hähnchenbrust, in einer Pfanne angebraten. Ich mag Fleisch, aber es ist mir schon wichtig, dass es nicht zu fettig zubereitet wird. Dieses Stück war schön mager, zum Glück. Nebenbei habe ich noch Reis gekocht. Als das Fleisch fast fertig war, habe ich das geschnittene Gemüse dazugegeben und eine Soße gemacht. Beim Abschmecken habe ich gemerkt, die Soße war noch etwas fad, also nicht salzig genug. Da habe ich vorsichtig etwas Salz hinzugefügt. Dann habe ich alles zusammen auf einem Teller angerichtet. Es roch schon sehr gut. Ich habe mich an den Tisch gesetzt und angefangen zu essen. Und ich muss sagen, es war wirklich richtig lecker. Und weil ja so viel frisches Gemüse dabei war, war das Essen nicht nur lecker, sondern auch ziemlich gesund. Das ist doch eine super Kombination. Absolut. Zum Essen habe ich ein großes Glas Wasser getrunken. Ich versuche immer viel zu trinken, besonders beim Essen. Nach dem Hauptgericht hatte ich noch Lust auf etwas Süßes. Da habe ich mir einfach einen Apfel genommen, das Obst, das ich vorher gekauft hatte. Das klingt doch nach einem gelungenen Abendessen. Ich war richtig zufrieden, dass ich mir die Zeit genommen hatte, selbst zu kochen und die Zutaten frisch zu kaufen. Selbstgekochtes schmeckt ja oft am besten und man weiß genau, was drin ist. Das war unsere kleine Geschichte. Hast du alle 15 Wörter wieder erkannt? Wir wiederholen sie nochmal schnell. Kochen, lecker, kaufen, frisch, Gemüse, Obst, Brot, Milch, schneiden, Fleisch, fettig, salzig, essen, gesund, trinken. Super. Übung macht den Meister, das sagen wir ja immer wieder. Jetzt bist du dran. Versuch doch mal, eigene Sätze mit diesen Wörtern zu bilden. Schreibt bitte eure Sätze mit diesen Wörtern in die Kommentare unter diesem Video. Wir lesen sie sehr gerne. Ja, trau dich ruhig, das ist die beste Übung. Und bitte abonniert den Kanal, falls du das noch nicht getan hast, damit du keine Lektion verpasst. Und wenn es dir gefallen hat, gib uns doch einen Daumen nach oben. Das motiviert uns wirklich sehr. Und ganz wichtig, vergesst nicht, morgen wieder einzuschalten. Das Thema von morgen ist nämlich auch ein sehr spannendes und nützliches Thema. Haus und Möbel. Genau. Da sprechen wir über wichtige Wörter für dein Zuhause, für die Einrichtung und verschiedene Möbelstücke. Das braucht man ja auch ständig, also bleibt unbedingt dabei. Das war's für heute von uns. Wir hoffen, du hast viel gelernt und das hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht. Bis morgen. Tschüss. Tschüss, macht's gut und bis bald.